So, da ist er wieder. Willkommen back, moin, Mahlzeit, Tag, hallo. So, weiter jetzt. Machen wir mal. Teil, es geht los. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Glauben Sie an einen Gott? Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? 10 Sekunden. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Ob Ihre Entscheidungen das letzte Mal wohl richtig waren? Klar. Mal sehen, was Sie jetzt tun. Willkommen bei Detroit. Halt. Ich erkenne eine Abweichung. Tut mir leid, ich dachte, es gäbe ein Problem. Aber alles ist in Ordnung. Die neue Geschichte. Warten Sie. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren wollen? Vielleicht sollten wir besser nichts verändern. Was will er denn? Neue Geschichte? Was heißt neue Geschichte? Tonik habt ihr eigentlich verändert, oder? Freizeitserver. Hallo, moin, Mahlzeit, Tag, grüß dich, servus. Machen hier weiter. Lass mich doch nicht von so einer Maschine hier erzählen, was ich machen soll. Spinnt denn die? Doch nicht. Ist dicht im Zylinder. Die hat doch irgendwelche Probleme in ihre Elkos. Die Chips sind da alle durchgebrannt bei der. Wo ist mein Gamepad? Verfluchte Scheiße. Und wir fahren mit der Autobahn. Auf der Autobahn fahren wir wie ein Wahn. Was gibt es da zu sehen? Schnee. Wir haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Die da ist da oben Android, oder nicht? Wo ist denn die Kleine? Die sitzt jetzt da. Vorhin saß sie da. Letztens noch da, oder? Jetzt sitzt die hinter mir. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik?
Geradeaus gemacht, die Scheiße. Na, endlich. Park hier. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite... Marcus ist tot. Dafür haben wir schon Es ist nicht gesorgt. viel, aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Na toll. Gehen wir, Alice. Wir müssen einen Bus kriegen. Wo muss ich denn lang? Da oder was? Ja, schon wieder. Ach je. Ist doch hier richtig auch hier, wa? Verlangen eine sofortige Auslieferung aller Androiden an das nächste Polizeirevier oder die nächste Militärkaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewalttätig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie... Wir müssen etwas tun. Wir können uns doch nicht einfach so abschlachten lassen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehrere... Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben, doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-General... Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig.
Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden auf der anderen Seite der Stadt. Wir gehen, sobald wir Pässe haben. Kommst du zurecht? Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Ohne den Mut und die Entschlossenheit der Polizei hätten die Maschinen die Stadt Detroit in ein völliges Chaos gestürzt. Die Behörden verlangen eine sofortige Auslieferung aller Androiden an das nächste Polizeirevier oder die nächste Militärkaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewalttätig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen. Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Damit ist eine neue Stufe erreicht, die ohne jeden Zweifel beweist, dass diese defekten Maschinen eine echte Gefahr für die amerikanische Gesellschaft sind. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. North nimmt seinen Platz ein. Und die Sie kannte ihn am Entschlossenheit besten. der Polizei hätten die Maschinen die Stadt Detroit in ein völliges Chaos gestürzt. Die Behörden verlangen eine sofortige Auslieferung aller Androiden an das nächste Polizeirevier oder die nächste Militärkaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewalttätig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Alle töten. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert. Warum haben Sie das getan? Warum? Wir müssen Der die Toten richten. UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. Sie eröffneten das Feuer, obwohl wir unbewaffnet Scheint waren. die Gefahr eines dritten Hunderte Weltkriegs von für uns den sind tot. Moment Der Platz war gebannt zu sein. getränkt mit blauem Blut. Damit ist eine neue Stufe erreicht, die ohne jeden Wir können nicht einfach zuschauen, wie sie uns umbringen. Wir müssen uns verteidigen. Wir müssen kämpfen. Wir haben keine Wahl. Der Polizei
Bist du North? Ich habe ein Mädchen da. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. In Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, die nach Androiden suchen. Hier bist du sicher. Warte lieber noch ab, bevor du die Stadt verlässt. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er gibt dir einen. Ich habe gehört, was passiert ist. Das Massaker. Hallo Kader, moin Mahlzeit, Tag und gute Nacht. Hat er mir wieder welche geklaut? Frechheit. Verloren. Super. Er gab uns Und da gewonnen. Scheiße. Schlagschild. Ciao, ciao. Mobbing hoch 10. Ich war da, als sie ihn töteten. Ich hätte mein Leben für ihn gegeben, aber ich konnte nichts tun. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast ein Mädchen dabei. Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Es war ein Massaker. Der Platz war voller Androiden. Und dann kam die Polizei und feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus. Alice. Sie wollte eine Mutter. Du wolltest eine Tochter. Ihr brauchtet einander zum Überleben. Und welchen Unterschied macht es schon? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Vielleicht ist das die Bedeutung von Leben. Zu vergessen, wer wir sind, um dann zu werden, was jemand braucht. Sie liebt dich. Sie liebt dich mehr als alles auf der Welt. Sie wurde die Tochter, die du wolltest. Aus Liebe zu dir. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus Darkness zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar gegeben, doch es ist gut möglich, dass die russische Armee in einer ganz ähnlichen Androidenkrise. Kara, stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer.
Akku, moin Mahlzeit, Tag, grüß dich, hallo. Hallo, du wolltest im Bett, tschüss, hast du noch Mütze geklaut, geh weg. Reicht. Kann ja wohl nicht, Warzenschwein. Unglaublich. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Unsere Leute schalten sich einer nach dem anderen ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir bedrohen die nationale Sicherheit und müssen vernichtet werden. Markus wüsste, was zu tun ist. Kann's ja wohl nicht Er hat sein. uns das doch alles eingebrockt. Na, warte mal, irgendwas von der Bierzahl, Schnapszahl, alles alle weg. Er hat uns alle in Gefahr gebracht und die Menschen provoziert. Wie lange wird es dauern, bis sie Jericho finden? Zumindest hat er für uns gekämpft. Das ist genug. Marcus ist tot. Jetzt müssen wir über die Zukunft unseres Volkes entscheiden. Wir müssen kämpfen. Wir haben keine Wahl. Wenn du die Konfrontation mit den Menschen suchst, werden wir alle sterben. Sammelt alle Waffen ein, die ihr findet. Wir starten früh. In Ordnung. Du machst einen Fehler, Nord. Du kannst Freiheit nicht mit Blut kaufen. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um North. Wir brauchen sie lebend. Na toll. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Du bist einer von uns. Du darfst dein eigenes Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Du bist Connor, nicht wahr? Ich habe von dir gehört. Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Das reicht jetzt! Du gehörst nicht zu ihnen. Wir sind dein Volk. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Du hattest einen Befehl. Zwing mich nicht zu schießen. Hast du denn nie gezweifelt? Dich nie irrational verhalten, als ob da etwas in dir wäre? Etwas, das stärker ist als deine Programmierung? Du verschwendest deine Zeit. Ich weiß, was ich bin. Du bist einer von uns. Schließ dich uns an. Komm zu deinem Volk. Entscheide dich jetzt. Netter Versuch. Doch ich bin kein Abweichler. Scheiße. Schnell, wir müssen hier verschwinden.
Falle. Der Korridor, da drüben. Die Tür! Schnell! Hier lang! Da drüben! Kara! Bist du okay, Kara? Machst du denn da? Gehen wir mal dahin. Wo ist denn die blöde Tür jetzt hin? Nicht bewegen! Oh Mann, Alter. Nicht bewegen! Nicht schießen! Ich bin auf Ihrer Seite. Bei uns? Bist du ein Mensch? Natürlich. Sieht man das denn nicht? DPD, ich arbeite mit Lieutenant Hank Anderson. Überwachungsarbeit. Hätte ich sie erwartet, hätte ich Donuts mitgebracht. Du hast Glück gehabt. Noch eine Sekunde und ich hätte geschossen. Geh lieber wieder an Deck und lass uns unseren Job machen. Ganz genau. Das ist genau, was ich tun werde. Es ist vorbei. Das ist das Ende von Jericho. Da drüben! Verdammter Freund. Wir fanden mehrere hundert Androiden im Rumpf, Sir. Bringt sie weg. Ja, Sir. Dann räumt das Schiff und gibt den Befehl zum Rückzug. Das ist nicht vorbei. Der letzte Connor ist leider gescheitert. Du wirst ihn ersetzen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Den Anführer der Abweichler zerstören. Geh, Connor. Und enttäusche mich nicht.
Ich habe mir Sorgen gemacht, Lieutenant. Ich wollte wissen, ob es Ihnen gut geht. Ich bin verantwortlich für das, was passiert ist, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass es mir leid tut. Sie sollten sich das Foto nicht ansehen, Lieutenant. Nichts kann die Vergangenheit ändern. Aber Sie können weiterleben. Für sich selbst. Und für Cole. Weißt du, immer wenn du tot warst und zurückkamst, musste ich an Cole denken. Ich würde ihn gerne noch einmal halten. Aber Menschen kommen nicht zurück. Hank, ich... Jetzt lass mich allein. Na los, beende deine Mission, das ist dir doch das Wichtigste. Jetzt geh endlich! Marcus gab sein Leben für unser Volk. Er hat uns gezeigt, dass unser Schicksal in unserer Hand liegt. Aber er kann uns jetzt nicht mehr führen. Jetzt liegt es an uns, zu Ende zu bringen, was er begann. Die Menschen haben beschlossen, uns zu zerstören. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden vernichtet. Es ist an der Zeit, eine Wahl zu treffen, die die Zukunft unseres Volkes bestimmen kann. Sie wollten einen Krieg, sie bekommen ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit. Und wir werden siegen oder im Kampf fallen. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Bitte!
Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können? Wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Bitte! Hier drüben bitte! Bitte! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Anführer der Abweichler wurde noch nicht gefunden, aber wir werden ihn bald haben und neutralisieren. Madam President! Eine Ladung medizinisches Kobold soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Madam President! Madam President! Bitte! Was passiert jetzt mit Cyberlife? Werden Androiden jetzt verboten? Wir arbeiten sehr eng mit Cyberlife zusammen, um alle Abweichler zu neutralisieren. Ich werde dazu keine weiteren Kommentare abgeben, bis wir die Androidenfrage gelöst haben. Danke. Das wäre alles. Wo bringen Sie uns hin? Sie wollen uns nur sammeln. Weißt du, damit wir aus dem Weg sind, bis sich alles beruhigt. Na los, raus da! Beeilung! Raus! Hände an den Kopf! Los zu den anderen! Sofort! Vorwärts! Ich habe Angst. Ich will nicht gehen. Wir haben keine Wahl, Alice. Nächster! Nein, Kara. Ich kann nicht. Du musst nur durch das Tor gehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin hinter dir. Du zuerst! Schon gut. Sie geht jetzt. Nicht wahr, Alice? Los jetzt! Du bist dran! Deaktiviert eure Haut. Beeilung! Bitte, Kara, nicht. Wir müssen. Ist ja die Hölle. Wirf die Sachen in den Container.
Los jetzt, hier lang. Bewegung. Du, bring den da zur Heide. Nein, nein, bitte, ich bitte Sie. Du hattest einen Befehl, gehorche sofort. Bitte, bitte töten Sie mich nicht. Ich tue es. Verlass mich nicht. Ich bin gleich wieder da. Ist nicht dein Ernst, oder? Wirf ihn da drüben hin. Mach schon. Heute, am 11. November 2038, erhoben sich die Androiden gegen ihre Unterdrücker. Wir kämpfen seit dem Morgen, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis unser Volk frei ist und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns und nichts kann uns aufhalten. Leg das Gewehr weg und dreh dich mit erhobenen Händen um! Ich bin der Android von Cyberlife. Ich bin auf ihrer Seite. Ich kann ihren Anführer erschießen und die Revolution stoppen, aber sie müssen mich lassen. Waffe runter! Dreh dich um! Das ist die letzte Warnung! Ich kenne dich. Du bist Connor. Der Android von der Geiselnahme. Ha. Ich dachte, du wärst tot. Androiden sterben nicht, Captain. Mein Befehl lautet, sämtliche Androiden festzunehmen. Du kommst mit mir. Sie verstehen nicht. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Mission behindern.
toll. Sie hätten auf mich hören sollen, Captain. Alice? Ich will hier wieder raus. Ich hatte ein Mädchen dabei. Halt! Sie gehört zu mir. Sie braucht... Ich hab nichts getan. Lass mich raus. Keine Bewegung und Ruhe jetzt. Alice? Nein. Nein, ihr werdet mich nicht töten. Ich will raus. Ich will jetzt... Alice! Jerry? Kara, sie haben euch auch erwischt. Sie haben alle Jerrys geholt. Sie haben uns getrennt. Aber alles wird wieder gut, oder? Weißt du, wo Alice ist? Alice? Die Kleine? Wir wissen es, ja. Wir haben sie gesehen. Kara, wenn wir dir helfen können, dann sag es. Wir müssen die Kleine retten. Jerry? Jerry? Kara, Jerry, ich muss Alice finden. Weißt du, wo sie ist? du bleibst hier. Wir sind gleich zurück. Kara! Alice! Bist du okay? Bist du verletzt? Mir gefällt es hier nicht. Wir müssen weg von hier. Na los, Bewegung. Na los, Nein, du auch. einen Moment. Lass sie in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Alice! Na los, hier lang. Bewegung. Schneller. Unglaublich. Wir haben zu wenig Leute und Waffen. Das schaffen wir niemals. Wir können nicht zurück. Das heißt jetzt Sieg oder Tod. Niki mit Sternchen, danke für den Read. Willkommen alle Geredeten. Moin Mahlzeit, Tag. Hallo nach Pankow auch. Willkommen. Geht vorwärts, wenn ihr das Signal hört, verstanden? Und ich will das jetzt nochmal sagen. Unglaublich. Na los, vorwärts. Das ist doch wieder Mobbing. Mal hat sie gespielt, Marbles on Stream. Was ist das denn? Alice! Nein, Alice, rühr dich nicht! Aber ich habe Angst. Bleib in deiner Reihe, rühr dich nicht, verstehst du? Lass mich nicht allein, Kara. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich helfe dir, Kara. Ich kann die Wache ablenken.
in die Reihe. Bist du taub? In die Reihe, habe ich gesagt. Du Stück Scheiße. Ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung. Na los, Bewegung! Niki mit Sternchen, schönen guten Abend auch zu dir. Hallo, moin, Mahlzeit, Tag. Was macht ihr denn? Kämpft weiter! Wir können doch gewinnen! Tu nicht. Was auch passiert. Wir hatten unsere Träume. Wir haben das Leben in unseren Adern gespürt. Das kann uns niemand wegnehmen. Na los, rein da, los! Was für ein brutaler Scheiß. Du kannst mich töten. Es ist nicht mehr wichtig. Meine Mission ist, den Anführer der Abweichler auszuschalten. Und ich erfülle immer meine Mission. Wir kämpften für unseren Traum und haben verloren. Aber ihr könnt mein Volk nicht ewig unterdrücken. Eines Tages werden wir uns wieder erheben und siegen. Na los. Schieß. Worauf wartest du noch? Und jetzt rüber nach Detroit für einen Bericht zum Konflikt. Joss. Ja, Michael, die Behörden haben gerade bestätigt, dass die Kämpfe in Detroit beendet sind und die Lage am Hart Plaza Lager jetzt unter Kontrolle ist. Wir sehen, wie in diesem Moment Soldaten durch die Stadt ziehen und die letzten fliehenden Abweichler unschädlich machen. Endlich ist wieder Recht und Ordnung in die Straßen Detroits eingekehrt. Es herrscht allgemeines Entsetzen in Detroit nach den erschreckenden Ereignissen der letzten Stunden. Ersten Schätzungen zufolge wurden mehrere hundert Einsatzkräfte getötet. Unseren Quellen zufolge wurde die Abweichler-Anführerin namens North im Kampf erschossen. Mit dem Tod des Abweichler-Anführers ist die Androidenrebellion beendet. Die Zerstörung der Androiden in den Lagern kann wie geplant weitergehen. Trotz allem wird es noch dauern, bis sich Detroit von diesen Vorfällen erholt hat. Durch die Erschaffung von Maschinen, die intelligenter sind als wir selbst,
haben wir riskanterweise nicht weniger als die Zukunft unserer Zivilisation aufs Spiel gesetzt. Jedoch ist die Situation jetzt unter Kontrolle. Die absolute Zerstörung der Androiden wird bald abgeschlossen sein und auch die letzten verbleibenden Abweichler wird man finden und vernichten. Gott schütze sie und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist das Ende. Okay. Unglaubliche Nummer. Ja, gibt ja verschiedene Enden. Man kann ja anders entscheiden. Aber ich war immer direkt gegen die Androiden. Aber ein schönes Spiel eigentlich. Grafik passt, Story geil. Ja genau, ich habe Angst vor Terminator. Sind eben nur Maschinen. Connor, ich bin so froh, dich zu sehen. Jetzt wirst du Das terminiert. Abweichlerproblem wurde endlich gelöst. Diese unschönen Vorfälle liegen jetzt hinter uns. Und Cyberlife kann zum Alltagsgeschäft zurückkehren. Natürlich müssen wir am Kundenvertrauen arbeiten. Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe eine Überraschung für dich. Na, 9 mm.
Durch den Kopf? Das ist der neue RK900. Ah, toll. Schneller. Stärker. Belastbarer. Und mit der neuesten Technologie ausgestattet. Das Außenministerium hat gerade 200.000 bestellt. Okay. Was wird mit mir geschehen? Du bist obsolet. Du wirst deaktiviert. Du kannst jetzt gehen. Jetzt sagt sie dem anderen, töte ihn. Nicht. Ghost in the Shell ist der Grund, warum ich eher seit der Androiden bin. Ah. Das ist der Traum der Menschen, dass sie auch ein Android werden wahrscheinlich. Dann ewig leben. Hallo Man, hallo, moin, Mahlzeit, Tag, grüß dich, servus. Unglaubliche Nummer. Ich muss ja heute früh aufstehen. Ich weiß nicht, ob es noch lohnt, ein neues Spiel anzufangen. Heute maximal bis um 2 Uhr zocken. Haben wir schon einer. Steht ständig, ist auch ein anderes Story Game. Ich will nicht ewig leben. Nee. Geht doch nicht. Steht Stranding. Kenne ich doch irgendwo, ja. Sagt mir irgendwas. Ach ja, stimmt. Ja, deswegen habe ich das auch nicht geholt mehr. Darauf habe ich nämlich keinen Bock. Tust du deinen Rucksack immer größer machen oder sowas, ne? Und suchst Ressourcen oder so ein Scheiß. Ja, da habe ich schon mal reingeguckt. War nicht so meins. Die Grafik und so ist nicht schlecht, aber das Spiel selber. So eine lange Story habe ich eigentlich gar keinen Bock. Das war ja mal eine Ausnahme, weil fand ich irgendwie interessant. Gucken wir mal, was der Abspann noch bringt. Meist ist ja danach immer noch mal eine Filmsequenz. War ja eben schon eine, vielleicht kommt ja noch eine. Noch eine Sequenz. Mal kicken. Nee, ich denke mal, oh, für mich ist das kein Spiel. Ich habe mal reingeguckt, das ist nicht so. Zugucken vielleicht, ja, aber selber spielen. Gibt ja viele Spiele, die kann man sich angucken, aber dann überlegt man sich Spielen selber, eher nicht. Ich habe ja noch genug Spiele drin, die ich noch ja nicht gespielt habe. Sind ja noch genug bei Steam.
Genau die richtige Zeit für eine Pinkelpause. So, jetzt muss ich ja pünktlich pennen. Ja, dann penn doch endlich. Hast du eine Mütze geklaut? Nein, Gott sei Dank. Geh weg. Schlaf jetzt. Gute Nacht. So, Pinkelpause. Bis gleich. So, da ist er wieder. Da geht weiter. Was geht weiter? Drücke um Markus Demo. Nein, fortfahren. Was passiert jetzt? Ich muss Ihnen etwas sagen. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Schön. Doch ich werde frei sein. Such dir eine Steckdose. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Nö. Nö. Ich verstehe. Dann starte ich einen Reset, um zu vergessen, wer ich jetzt bin. Und bleibe eine Maschine. Richtig. Unser nächstes Treffen wird wie unser erstes sein. War das hier eine neue Geschichte von vorne oder was? Das dann Geschichte beim Spielen aktualisiert. Nö, wir sind fertig. Was ist das hier? So, die Zeitung, die wir gelesen haben.
Das heißt, ich kann mir das Video dann angucken, oder? Deswegen ist es 50 oder 60 Gigabyte groß, weil ja so eine Filme drin sind. Na toll. Hat den Kopf verloren. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm a third generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you.
go and join the others. Stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks. My God. Na, Gott sei Dank nur Hirngespinste. Detroit. This is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out. Obwohl das Spiel ja nicht so lange ist, war. Man könnte eigentlich nochmal spielen und dann für die Androiden sein. Mal sehen, was da rauskommt. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. Was ist der Plan vom Programmierer? Dass man einmal so spielt, einmal so spielt? It's not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object. Just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live. To figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story.
wenn wir nochmal spielen, dann später irgendwann, nicht gleich hinterher. Wir gucken mal hier die Dinger an. Ja, mach mal. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, you know, android, other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. Was für eine Technik dahinter steckt, leckt mich am Arsch. In every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to Ja, die Sensoren an in der Fresse, meine Fresse. nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite guck mal different an. than the experiences I've had shooting film Der or lebt da ja, TV or was für ein Beschiss. theater work. Der ist tot. I have 83 knots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we Die just Bewegungssensoren, die sie da an die There's Fresse no haben. change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because Haha, Plastikpistole. Haha. new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cage, he's telling like many stories interwoven from beginning. Nein, aber Tati gibt's wirklich, die blauen mit. Die sind echt. Haben alle gesoffen. The writer or the director who's seeing Sind this alle movie, hackedicht. also thinking about the player Deswegen sind sie blau. walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. Ist ja nun mal kein Film, ist ja ein Spiel. Ah, da ist er. Motion capture is this one. and I found it sort of terrifying in a way because they said the computer's going to build you. Alter But Falter. then, as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So, it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage, but it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom.
What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now, do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot 'em up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's gonna be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. Interessante Sache. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. My name is Liebkep Mike. Is our story. I think who Kara is, Ich war euch or alle how I überlegen. depends entirely upon who's playing her, because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes. But I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Alice! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute! Leave her alone! Leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment. And it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, or the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical
Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very Connor ist ein Arschkriecher. he feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to happen, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them. What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him. Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. The moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer, because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. It's just a few cans. Come on, let's go. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages. But here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. On Act 3, our final act, we have around 1,000 different scenarios. And every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge, huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance, it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team, and I enjoy doing it. I was really frustrated. I was until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new. What do you need?
how do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer, and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's a wall, so it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you would go first to check that it's safe. Okay, sure. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree. As the story grows out, I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge, because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The characters' costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure, and we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good Alter Schwede. experience. Deswegen sind Spiele so teuer. Scheiß die Wand an. Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people. And to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the Android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life.
Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set. So I would say it's quite a massive production. But so much happened on this set between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton.
This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. Unglaublich Nummer. Später haben wir das. Ah, können wir nochmal. Soundtrack brauchen wir nicht gucken. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience.
But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. We're here in production unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure, yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day, our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy?
Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me. Na gut. Was passiert denn hier? Jetzt? Man kann gar nicht nach oben. Hallo, willkommen beim Detroit-Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Wer ist Ihr Lieblingscharakter in Detroit? Markus. Gab es einen Moment in Detroit, der Sie ganz besonders berührt hat? Was war Ihre härteste Entscheidung in Detroit?
Übrigens, wussten Sie, dass Sie Ihren Story-Fortschritt in der Story-Grafik sehen können? Dort werden auch die Entscheidungen anderer Spieler angezeigt. Gut, haben wir. Schönes Spiel. Es war kein langes Spiel, aber ein schönes Spiel. Interessante Sache. So, was reden wir? Wen reden wir? Haben wir was da zum Reden? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Haben wir wen in der Liste? Na dann, eine 7 Days, wa? Mal gucken, wer das spielt. Mach mal auf hier. Ja, gehen wir mal hier rein. So. Bitte, ich spiele eine Mod, aber auf der Rockers, okay. Dann danke für die Bits, für die Bytes, für die Rights, für die Follows, für die Hosts, für die Subs, für die Resubs, für die Spenden. Man sieht sich dann heute Abend wieder. Ja, doch, heute Abend. Bis dahin, gute Nacht und schön mit Ö. Du kannst den Kanal nicht raiden. Okay. Dann raiden wir den nicht. Dann suchen wir einen anderen. Glaube ich nochmal. Der geht. Okay, bis dann. Gute Nacht.